Navigationsprobleme im Haus, unendliche Schlangen vor den Garderoben und Planlosigkeit bei der Sitzplatzsuche. Ohne diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde es in den Foyers der Elbphilharmonie absolut chaotisch zugehen. Das ist Yannick Yu. Er ist Teamleiter bei Eventteam. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eventteam sind zuständig für das Vorderhaus der Elbphilharmonie. Sie kümmern sich darum, dass alle Gäste beim Einlass und im Foyer einen reibungslosen Konzertabend genießen können. Bis zu 100 Eventteamler sind an einem Konzertabend in der Elbphilharmonie im Einsatz. Als Teamleiter kümmert sich Yannick dabei immer um spezielle Bereiche, wie den Einlass oder die Betreuung einzelner Etagen. Ein normaler Arbeitstag startet etwa 3 Stunden vor Konzertbeginn. Die Umkleiden von Eventteam befinden sich etwas versteckt im 3. Obergeschoss der Elbphilharmonie mit Zugang über das Parkhaus. Als Teamleiter ist Yannick schon ein bisschen früher da. Unter normalen Umständen kann es hier auch schon mal ziemlich wuselig werden. Aus den Alltagsklamotten geht es dann raus und ab in die eigens für die Elbphilharmonie entwickelte Uniform. Die Position der Teamleitung erkennt man dabei an den roten Schuhen. Bevor die Gäste ungefähr 1 Stunde vor Konzertbeginn ins Haus strömen, gibt es noch einiges vorzubereiten. Dazu gehört das Checken der Einlasscontroller am Empfang und das Bereitstellen von ausreichend Speisen und Getränken in den Barbereichen. Also besonders cool ist halt, dass man sehr flexibel ist, und zwar in dem Sinne, dass ich habe ja studiert und einfach morgens oder die erste Hälfte des Tages dafür nutzen konnte und dann abends einfach hierher kommen konnte, um zu arbeiten. Als Teamleiter ist Yannick heute dafür zuständig, die Hauptbar im 13. Obergeschoss zu betreuen. Damit aber jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter am Konzertabend weiß, was zu tun ist, gibt es kurz vor dem Foyer-Einlass noch eine größere Briefingrunde. Hier kommt das gesamte Team mit der Foyerleitung zusammen und wird auf das Programm des Abends und auf mögliche Besonderheiten vorbereitet. Neben den festen Aufgaben steht natürlich besonders die Kommunikation mit den Besucherinnen und Besuchern im Fokus. Können wir hier zur schwarzen Garderobe oder hier um die Treppe rum zur weißen? In einem so großen Konzerthaus wie der Elbphilharmonie ist man als Konzertgast immer mal wieder auf die Hilfe eines fachkundigen Mitarbeiters angewiesen. Besonders bei den immer wieder wechselnden Einlassbestimmungen während der Pandemie ist der Rat der Mitarbeiter Gold wert. Da entstehen natürlich auch für die Eventteam-Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder spannende Begegnungen. Man merkt das natürlich besonders, wenn Gäste da sind, die sich sehr freuen, oder auch besonders Gäste, die zum ersten Mal da sind. Zum Konzertbetrieb, da geht es ja nicht nur um das Konzert, sondern auch das Drumherum ist ja wichtig. Und wenn wir dafür sorgen können, dass die Gäste einen schönen Abend haben, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Ab dem Moment, in dem das Konzert beginnt, gibt es für einige Personen aus dem Team Zeit, kurz ins Abendbrot zu beißen oder mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein kleines Pläuschchen zu halten. Wenn man hier an mehreren Tagen in der Woche seine Abende verbringt, können auch schon ein paar engere Beziehungen oder gar Freundschaften fürs Leben entstehen. Ich würde sagen, das Team ist sehr familiär. Also man hat immer so ein großes wechselndes Kollegium. Und natürlich ist es schwer am Anfang alle so kennenzulernen, aber wenn man öfter hier ist, dann sieht man die Leute mal wieder und freut sich dann, die zu sehen. Und jetzt als Teamleiter sehe ich die Leute ja hier viel öfter wieder und sie sind mir einfach sehr ans Herz gewachsen. Ich komme sehr gern her und gerade weil die hier sind. Für Yannick als Teamleitung bedeutet das Konzert aber keine Pause. Er nutzt die Ruhe in den Foyers dafür, um die Bars abzurechnen. Nachdem das Konzert vorbei ist und alle Besucherinnen und Besucher das Foyer verlassen haben, ist dann auch bald für Yannick Feierabend. Er erledigt jetzt noch die letzten To-Dos als Teamleitung, überprüft noch einmal, ob auch alle Gäste wieder den Weg nach draußen gefunden haben und steuert dann als einer der letzten Menschen in der Elbphilharmonie an diesem Abend den Ausgang an.